Im heutigen Video sprechen wir über ein Thema, was viele Elektroautofahrer nicht auf dem Schirm haben, aber auch angehende Elektroautofahrer, die vielleicht ein Elektrofahrzeug bestellt haben, nämlich die Möglichkeit, Geld über die private Wallbox zusätzlich zu verdienen. Viele von euch kennen vielleicht die TKG-Quote für Elektrofahrzeuge, aber es gibt auch noch eine TKG-Quote für private Ladestationen, die öffentlich zugänglich gemacht werden. Und da könnt ihr sehr viel Geld pro Jahr verdienen für die eigenen geladenen Kilowattstunden. Wir reden teilweise von 300, 400 Euro im Jahr und mehr. Im letzten Video haben wir uns die Thematik Abzocke an der E-Auto-Ladesäule und insbesondere Monopolmacht in der Innenstadt, insbesondere wiederum Monopolmacht der AC-Säulen-Ladeanbieter, wie zum Beispiel die Stadtwerke. Und das ist eine gefährliche Monopolmacht, die sich jetzt entwickelt, und eine Möglichkeit, dieser Monopolmacht entgegenzuwirken, ist, die eigene Wallbox zu teilen. Diese Möglichkeit existiert nicht in der Verbrennerwelt und diese Möglichkeit steht uns Elektroautofahrer zur Verfügung. Und im Video habe ich kurz gezeigt, dass wir bei Air Electric schon seit etwa 2020 das Wallbox Sharing in der App anbieten und sich viele private Anbieter auch bei uns gemeldet haben. Und wir haben auch gezeigt die Möglichkeit, dass man auch DHG Taschengeld für jede geladene Kilowattstunde, egal ob öffentlich oder privat, an der eigenen Wallbox auch vergütet bekommt. Und da gab es einen Kommentar unter dem Video, was mir erneut bestätigt hat, dass viele Leute gar nicht wissen, dass sie ihre Wallbox erstmal mit anderen teilen dürfen und zum anderen auch dafür Geld erhalten. Einmal von der TKG-Quote und vielleicht einmal auch von den jeweiligen Elektroautofahrern, die dort laden. Aber bevor wir uns das Thema THG Wallbox und THG Geld bei der Wallbox anschauen, müssen wir uns ganz kurz anschauen, was die THG-Quote überhaupt ist. Denn ich merke auch in den Kommentaren, ich hatte neulich auch einen Kommentar, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, wie dieses Geschäft funktioniert und wie das Geschäft aufgebaut ist und was diese THG-Quote überhaupt bedeutet. Es gibt eine Anzahl von Elektroautofahrern, die wissen überhaupt nicht, dass es eine THG-Quote und dass ihnen auch Geld zusteht. Und es gibt auch andere, die sogar von dieser THG-Quote schon profitiert haben, die wissen aber nicht, wie das funktioniert und schreiben auch teilweise Unsinn, durch KI generiert, irgendwas gefragt, irgendwas falsch verstanden. Ihr müsst natürlich, wenn ihr irgendwas recherchiert, müsst ihr auch verstehen, was die KI-Antworten bedeuten. Und wenn ihr vor KI nicht recherchieren konntet, werdet ihr auch nach KI, also mit der Einführung von KI, auch nicht richtige Antworten liefern und richtige Kommentare, nur weil ihr irgendwas von KI-Agenten kopiert habt. Nur das zur Klarstellung, weil es sicherlich auch einige KI-generierte Kommentare kommen werden. Aber was genau ist diese THG-Quote und wieso bekommen Elektroautofahrer Geld dafür? Und von wem bekommen sie denn? Die meisten glauben auch, dass das Geld vom Staat kommt. Nein, das Geld kommt von Mineralölkonzernen oder von anderen Konzernen, die quasi solche CO2-Zertifikate kaufen müssen, weil sie CO2 in die Umwelt einführen. Kurz zusammengefasst sind das Strafzahlungen. Es gibt zwei Möglichkeiten für diese Unternehmen, diese Strafzahlungen zu umgehen. Entweder die bezahlen das, also der Wert von dieser Strafzahlung 1:1, oder die können auf dem freien Markt, auf diesem Markt, sogenannte Zertifikate kaufen, CO2-Zertifikate, die sie quasi auch teilweise von privaten Leuten kaufen. Und es gibt THG-Anbieter, die das quasi bündeln und das an diesen Konzernen verkaufen. Es ist nicht weniger als ein Börsengeschäft, allerdings nicht so digital und nicht so transparent. Allerdings wiederum zum Thema Transparenz gibt es eine Formel, die uns besagt, wie viel der Höchstwert von dieser THG-Prämie für das jeweilige Jahr sein kann. Ich weiß, viele von euch erinnern sich an diese Formel, wenn sie das sehen, aber so kompliziert ist es auch wiederum nicht. Es gibt einen Pauschalwert, quasi wie viel Kilowattstunden ersetzt ein Elektroauto, und hier rechnet man mit 2000 Kilowattstunden, was ungefähr, ich weiß nicht, 10.000 Kilometer im Jahr bedeutet oder 15.000 Kilometer bedeutet pro Fahrzeug pauschal, und da gibt es bestimmte andere Referenzwerte und dadurch entsteht der sogenannte Tonnen CO2-Wert. Und je nachdem, wie groß der Strafwert ist, also pro Tonne für dieses Jahr, so viel Geld bekommt ein Elektroautofahrer vergütet. Wir sehen hier die Referenzwerte pro Jahr in Kilowattstunden
Es gibt ja nicht nur die THG-Quote für das Fahrzeug, es gibt für leichter NFC, LKWs und sogar für die Busse. Und wenn man sich auch die Werte für jedes Segment anschaut, dann kann man anhand der Formel errechnen, was der Umsatz pro Fahrzeugklasse im Maximum bedeutet. Das heißt, der theoretische Maximum-Quotenhöhe, also die Strafzahlung pro Tonne, beträgt in diesem Jahr 600 Euro. Und wir haben einen Faktor von 0,758 oder 56% von diesem Wert ungefähr. Dann haben wir eine Möglichkeit von etwa 454 Euro zu erwirtschaften. Dieser Wert ist aber das absolute Maximum und das werden die Ölkonzerne natürlich nicht bezahlen, denn für die ist es leichter, die 600 Euro einfach an den Staat zu bezahlen, anstatt die 600 Euro in THG-Quoten zu erwerben. Also von daher ist dieser Wert nicht zu erreichen und deswegen bieten momentan die meisten Anbieter irgendwo zwischen 250 und 310. Und wenn ihr über den Anbieter, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, Geld für E-Auto, das abschließt, bekommt ihr garantiert 310 Euro. Zu diesen Auszahlungen muss ich nochmal eine Klammer aufmachen, denn in diesem Kommentar, den ich kurz davor erwähnt habe, ging es etwas um Kontingente in Anführungszeichen und ich weiß, woher das kommt. Das kommt von einem YouTuber, der das irgendwann mal damit beworben hat, dass er irgendwelche Kontingente sich gesichert hat. Es gibt keine Kontingente. Ihr bekommt dieses Geld gesichert, es sei denn, der Anbieter geht insolvent. Denn dieses Geld bekommt ihr erst, wenn dieser Anbieter das Geld auch von Mineralölkonzern bekommt. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, das nennt sich Expressauszahlung und da geht das Unternehmen in Risiko und zahlt euch direkt schon heute das Geld aus und momentan über den Anbieter Geld für E-Auto bekommt ihr 280 Euro, 230 Euro plus 50 Euro Neukundenbonus über unseren Link. Nur über unseren Link. Ihr könnt auch auf Geld für E-Auto ohne den Link gehen, dann werdet ihr sehen, dass dieser Neukundenbonus nicht enthalten ist. Also ihr könnt heute beantragen und in 7 Tagen bekommt ihr 280 Euro garantiert oder wenn ihr warten wollt, 6 Monate, dann könnt ihr 310 Euro bekommen. Da gibt es aber ein kleines Risiko, dass das Unternehmen insolvent gehen kann, aber das ist die Wahrscheinlichkeit bei Geld für Auto ist sehr gering, denn die arbeiten auch mit Tesla und zertifizieren sehr viele Fahrzeuge, von daher ist es ausgeschlossen. Also den Link findet ihr in der Videobeschreibung, könnt ihr jetzt heute abschließen und in 7 Tagen bekommt ihr Ostergeld von 280 Euro nachträglich. Ich würde Express-Taschengeld auswählen, weil sicher ist sicher, aber ihr könnt natürlich auch die Garantie. Risiko davon würde ich jetzt abraten, das würde ich definitiv nicht nehmen. Es gibt noch bei Geld für E-Auto etwas, was hier steht und das ist sehr transparent. Ihr solltet nicht Premium-Abo aktivieren, sondern ohne Aktivieren fortfahren und zusätzlich, das was hier in diesem Text steht, bei einfach eine E-Mail zu senden, dass ihr die TKG-Quote für das jeweilige Fahrzeug für das Jahr 2026 abtritt. Das ist einfach eine E-Mail und theoretisch, glaube ich, gibt es auch die Möglichkeit im Backend nach Registrieren das auch abzuwählen. Also ich weiß, dass früher gab es auch sehr viele negative Meinungen über Geld für Ihr Auto. Das liegt auch daran, weil die Leute die AGBs nicht gelesen haben, aber die haben das jetzt mittlerweile transparent gemacht mit dieser Infobox und mit dem Hinweis auf das Abtreten per E-Mail. Einfach abschließen, direkt E-Mails zu senden und in 7 Tagen habt ihr das Geld. So die Garantie von Geld für Ihr Auto. Hoffentlich ist das jetzt verständlich und wenn wir uns nochmal diese Fahrzeugklassentabelle anschauen, dann sehen wir die fast 17.000 Euro, die einem E-Bus zustehen. Natürlich ist das wieder Maximalwert, die werden das natürlich nicht auszahlen, aber es gibt Anbieter, die mit 10.000 Euro werben. Also die Städte, die jetzt noch keinen Elektrobus haben, die verbrennen einmal Geld über den Verbrenner, 4- bis 5-fache an Stromkosten kann man sparen. Und natürlich die 10.000 pro Elektrobus entgehen der Stadt und natürlich ist die Luft auch sauberer in der Stadt. Aber dafür braucht man gute Kommunen und gute Leiter, die auch die Elektrobusse besorgen und nicht solche, die Wasserstoffbusse kaufen. So viel zum Thema Elektrobusse in der Innenstadt. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema von diesem Video.
die THG-Quoten für die eigene Wallbox. Wie genau funktioniert das? Aber bevor wir uns die Anleitung im Detail anschauen, einfach kurz, was diese THG-Quote für die Wallbox, für die eigene Wallbox bedeutet und wie dort das Geld berechnet wird. Im Prinzip ist das nichts anderes als die THG-Quotenzertifizierung für Elektrofahrzeuge. Hier werden einfach die Kilowattstunden, weil es einen bestimmten Mix von etwa momentan 60-65% Erneuerbaren im Strommix in Deutschland gibt, dann rechnet man nach einer anderen Formel und dann bekommt man momentan etwa 13 Cent vergütet. Dieses Mal aber nicht pauschal, sondern genau nach den Kilowattstunden, die die Wallbox quasi abgerechnet hat. Das gilt für alle Kilowattstunden, die über die Wallbox geladen werden, egal ob für das eigene Auto oder für die anderen Autos, die dort geladen haben, zum Beispiel Elektroautofahrer, die eure Wallbox über Air Electric gefunden haben. Was sind genau die Schritte und welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Als erstes müsst ihr eure Wallbox bei der Bundesnetzagentur anmelden. Das ist die Voraussetzung. Die muss dort angemeldet werden. Dazu gibt es eine Anleitung bei zum Beispiel Geld für Ihr Auto und da bekommt ihr eine Nummer, die ihr später bei Geld für Ihr Auto dann eintragen könnt. Wenn ihr euch schon über den Link in der Videobeschreibung registriert habt, dann könnt ihr auch später, nachdem ihr euer Fahrzeug registriert habt, auch die eigene Wallbox hinzufügen. Das ist hier die Eingabemaske. Alle Links zu der Anleitung Bundesnetzagentur und zum Link zu der THG-Quote werde ich, wie gesagt, in der Videobeschreibung reinpacken, könnt ihr euch später anschauen. Die zweite und die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Wallbox tatsächlich öffentlich sein soll. Die muss von anderen, nicht nur die Hauseigentümer oder vielleicht Nachbarn, zur Verfügung stellen. Und diese Möglichkeit habt ihr, wenn ihr eure Wallbox bei uns in der Air Electric App registriert. Dazu reicht es einfach, eine E-Mail zu schreiben, entweder an info@ oder in der App haben wir auch einen Link. Dann brauchen wir nur wenige Angaben, Beschreibung, wie viel Kilowatt und wie viel Stecker, wo genau sich die befindet, die genauen Koordinaten und da wird die Wallbox bei uns gelistet, absolut kostenlos. Der Vorteil für euch ist, somit ist die Wallbox öffentlich. Die Air Electric App gibt es seit 2020, ist eine sehr bekannte App, hat hunderttausende Nutzer, iOS und Android und da, wenn ihr euch dort registriert habt, dann ist die Wallbox definitiv öffentlich zugänglich. Somit ist die Voraussetzung erfüllt, dass die Wallbox öffentlich ist. Natürlich müsst ihr auch ermöglichen, dass Leute bei euch laden. Es muss ja nicht fiktiv sein. Also wenn jemand kommt und sagt, ich will laden, natürlich, wenn ihr nicht da seid, entweder das schreiben im Beschreibungstext oder man kann ja auch eine Telefonnummer hinterlassen und schreiben, wie andere das in der Air Electric App gemacht haben, nach Absprache und so weiter und so fort. Das alles ist möglich. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ihr die Ladestation oder die Wallbox öffentlich macht, bedeutet es nicht, dass heute auf morgen hunderttausende Leute bei euch jeden Tag laden werden. Nein, das werden, wenn schon, irgendwelche Leute aus der Nachbarschaft sein. Vielleicht, wenn es eine größere Stadt ist, vielleicht irgendwo Elektroautofahrer, die in der Nähe sind und dort günstig laden können. Und ihr bekommt für jede Kilowattstunde nicht nur für die geladenen von den Nachbarn oder Unbekannten, sondern auch für die eigene Kilowattstunde bekommt ihr 13 Cent. Das heißt, wenn der Strom bei euch 30 Cent kostet, müsst ihr 30 Cent an den Netzbetreiber bezahlen. Dann bekommt ihr 13 Cent im Laufe des Jahres oder am Ende des Jahres von dem THG-Kontenanbieter. Dann zahlt ihr effektiv 17 Cent. Wenn ihr aber über dynamische Tarife vielleicht 17 Cent oder 18 Cent bezahlt oder durch irgendwelche Boni und 13 Cent von der THG-Quote, dann kostet euch effektiv die Kilowattstunde 5 Cent, was sogar PV-Anbieter oder PV-Anlagen Hausbesitzer nicht unterbieten können. Das ist ein super Angebot. Weitere Voraussetzung ist, dass wenn ihr Geld abrechnet, dass das EICH-konform ist. Da muss die Wallbox EICH-konform sein. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr die Wallbox bei uns listet, dass ihr die Kilowattstunde quasi zur kostenlosen Ladung zur Verfügung stellt. Natürlich, wenn jemand vor Ort kommt und bei euch lädt, kostenlos, ihr wisst schon, ihr könnt euch dann irgendwelche Absprachen machen, vielleicht eine kleine Spende in der Tasse Kaffee. Das ist aber alles auf freiwilliger Basis.
damit ihr sauber alles abtrennen könnt, würde ich euch raten, einfach die Wallbox kostenlos zur Verfügung stellen. Das bedeutet wiederum nicht, dass alle jetzt gleichzeitig bei euch laden werden, und die meisten Elektrofahrer sind auch nett. Und wenn ihr auch merkt, die Elektrofahrer sind nicht nett, dann könnt ihr das direkt bei uns abmelden, dann sind ihr nicht mehr in der App. Das kann man auch sehr leicht mit einer einfachen E-Mail machen. Also nochmal, Anmeldung bei der Bundesnetzagentur, Anmeldung bei dem TKG-Quotenanbieter, in diesem Fall Geld für Auto, und anmelden bei uns in der Electric App und gegebenenfalls kostenlos anbieten. Wenn eure Wallbox oder Ladestation geeicht ist, super, dann könnt ihr sogar legal auch Geld abrechnen. Für wen kann sich das auch lohnen? Für Leute, die jetzt eine PV-Anlage haben ohne Einspeisevergütung und eine Wallbox, die können sogar den Strom kostenlos zur Verfügung stellen. Da haben sie auch kein Minus und bekommen 13 Cent vergütet über die THG-Quote. Das ist besonders für diese Leute sehr interessant, und da können sie aus gutem und reinem Gewissen sogar hundertprozentig die Kilowattstunde kostenlos zur Verfügung stellen, vielleicht mal gegen eine kleine Spende, eine Tasse Kaffee und so weiter und so fort. Auf der Seite von Geld für E-Auto gibt es auch eine gesonderte Antwort zu KfW-Zuschuss 440, die geforderten Wallboxen. Da hieß es, dass die Ladestationen mindestens ein Jahr nach der Freischaltung betrieben werden sollen. Das heißt, nach einem Jahr dürft ihr die Wallbox oder die Ladestation zur Verfügung stellen der Allgemeinheit. Das heißt, die meisten Wallboxen sind wahrscheinlich schon über ein Jahr, denn das war schon 2020, 2021, glaube ich, mit der Förderung. Also das trifft für die meisten definitiv nicht zu. Aber das wurde auch beantwortet. Auf der Seite von Geld für Auto könnt ihr unten auch die Fragen und Antworten sehen. Und da werdet ihr sehen, dass alles das, was ich jetzt euch erzähle, auch von Geld für Auto genauso rechtlich gesehen wird. Es stört keinen, wenn ihr einfach eure Wallbox der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Ihr könnt das auch zeitlich begrenzen, nur nach Absprache vielleicht mal noch schreiben, Telefonnummer hinterlassen. Und wie gesagt, ihr seid ja nicht die Ersten. Wir haben sehr viele solche privaten Wallboxen in der Electric App, und wir haben auch einen separaten Bereich nur für Wallboxen und für Ferienhäuser. Da könnt ihr auch eure Wallbox abfotografieren, und wenn Fragen von der Bundesnetzagentur kommen, dann beweisen, dass die Ladestation auch öffentlich ist. Das ist eine Möglichkeit, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist ziemlich viel Geld. Also wie gesagt, 2000 Kilowattstunden ist machbar für viele, ist vielleicht zu wenig sogar. Viele werden wahrscheinlich mehr Kilowattstunden über die Wallbox laden, und so bekommt ihr für jede Kilowattstunde 13 Cent. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, und gerne auch, ob ihr da von dieser Möglichkeit profitieren wollt, und nicht vergessen, in der Electric App kostenlos die Wallbox melden. Und wenn ihr auch für die Weiterentwicklung von der App was spenden wollt, von dem THG-Geld, das wäre super, denn wir arbeiten momentan an dem Ad-Hoc-Filter. Der existiert jetzt für Android, den müssen wir auf iOS erweitern. Und zusätzlich werden wir jetzt bald die Ad-Hoc-Preise direkt auf der Karte zeigen. Nicht nur wie bei einem anderen Anbieter, die unter 50 Cent, sondern alle. Dann könnt ihr auch die sehen, die vielleicht mal 55 Cent kosten. Diese seht ihr auch in der App, und das muss auch alles entwickelt werden. Die Datenbank muss gepflegt werden. Also, wenn euch diese Informationen helfen, wenn euch diesen Kanal hilft, könnt ihr auch im Link in der Videobeschreibung die Arbeit dieses Kanals unterstützen und der App. In diesem Sinne, ein Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, und wir sehen uns im nächsten Video.